Einige von Ihnen haben mich schon häufiger mal gefragt, welches Medikament denn gegen erektile Dysfunktion nun das Beste ist, und darum soll es in diesem Video gehen. Auf dem Markt gibt es ja viele verschiedene Wirkstoffe, die man bei erektiler Dysfunktion anwendet. Das fing früher einmal mit Sildenafil in Viagra an und ging dann weiter mit dem Tadalafil in Cialis und dem Vardenafil in Levitra. Seit einigen Jahren gibt es auch noch den Wirkstoff Avanafil in Spedra. Und wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Unterschiede dieser Substanzen an. Letztendlich kann ich Ihnen schon mal gleich sagen, dass es keinen Wirkstoff gibt, der nun besser oder schlechter wirkt. Es kann sein, dass es bei Ihnen individuelle Unterschiede gibt, dass der eine sagt, er kommt mit dem einen Wirkstoff besser zurecht oder mit dem anderen. Viel wichtiger ist aber die sogenannte Pharmakokinetik. Das bedeutet, die Wirkstoffe, die unterscheiden sich darin, wann die Wirksamkeit einsetzt und wie lange die Wirksamkeit anhält. Und das ist für Sie wichtig, denn Sie müssen für sich ja schauen, möchte ich nun einen Wirkstoff haben, der so schnell wie möglich nach der Einnahme seine Wirkung hervorruft, oder möchte ich einen Wirkstoff haben, der eventuell viel langsamer anflutet. Das heißt, Sie müssen auf die Wirkung etwas erwarten, aber dafür haben Sie auch länger davon. Wir schauen uns jetzt mal die Wirkstoffe an und stellen die so ein wenig gegenüber. Und da schauen wir uns als erstes mal die Halbwertzeiten an. Was ist eine Halbwertzeit? Die Halbwertzeit gibt die Zeit an, die noch die Hälfte des Wirkstoffes im Körper vertreten ist, und die gibt ein Maß an, wie schnell sich ein Wirkstoff abbaut. Wenn wir jetzt einmal mit Viagra beginnen, mit dem Sildenafil, da haben wir eine Halbwertzeit von 4 Stunden. Beim Levitra liegt die Halbwertzeit bei 5 Stunden. Das heißt, die sind sich recht ähnlich und scheinen dann von der Länge der Wirksamkeit auch in etwa ähnlich zu sein. Nun kommt der Wirkstoff Tadalafil mit rein. Das ist der in Cialis, und der hat eine Halbwertzeit von 17 Stunden. Das Avanafil, das recht neu auf dem Markt ist, das hat eine Halbwertzeit von 6 bis 17 Stunden. Aber hier dran sehen Sie, wenn Sie nun einen Wirkstoff haben möchten, der lange wirkt, dann sollten Sie eher zum Tadalafil greifen, denn die Wirksamkeit vom Cialis, die kann bis zu 2 Tage anhalten. Deshalb wird sie auch so als Weekend Pill bezeichnet, weil der Wirkstoff sich recht langsam abbaut. Denken Sie auch immer dran, die Wirkstoffe, die haben nur eine Wirkung, wenn es auch zu einer sexuellen Stimulation kommt. Das heißt, die Wirkung ist nicht ununterbrochen so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, sondern bei all diesen Phosphodiesterase-Hämmern gehört noch ein auslösender Reiz hinzu. Daran sehen Sie schon, wenn Sie eine lange Wirkung haben möchten, dann würde sich eher der Wirkstoff Tadalafil in Cialis eignen. Der Nachteil an dem Wirkstoff wiederum ist, dass der sehr langsam im Blut anflutet. Das ist auch häufiger so, wenn die Halbwertzeit sehr lange ist. Hier schauen wir uns jetzt nun mal die maximalen Konzentrationen an, die im Blut anfluten. Das ist die Zeit, die es braucht, bis der maximale Wirkstoffspiegel im Blut erreicht ist. Und das hat nicht immer was mit der Wirkung zu tun. Die Wirkung, die setzt meist schon früher ein. Aber man braucht Messparameter, und da schaut man sich dann immer die Wirkstoffspiegel an. Beim Tadalafil wird dieses Konzentrationsmaximum erst nach 2 Stunden erreicht. Beim Sildenafil wird es so in der Zeit von 30 Minuten bis 120 Minuten erreicht, wobei das Mittel bei 60 Minuten liegt. Beim Vardenafil, bei den Filmtabletten, da liegt es bei 15 bis 120 Minuten. Manche berichten, dass der Wirkungseintritt recht schnell ist, aber auch hier haben wir ein Mittel von 60 Minuten, und ich spreche hier von den Filmtabletten, denn bei dem Levitra gibt es auch noch Schmelztabletten. Bei denen wird der Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufgenommen, und da haben wir ein Konzentrationsmaximum, was
was so nach 45 bis 90 Minuten erreicht wird, allerdings nur, wenn man die Schmelztabletten ohne Wasser einnimmt, sondern wirklich im Mund zergehen lässt. Als viertes im Bunde haben wir das Avanafil und da ist das Wirkmaximum so etwa nach 30 bis 45 Minuten zu erwarten. Und daran sehen Sie schon, dass wenn Sie einen schnellen Wirkungseintritt haben, das Sildenafil so in dem Mittelbereich liegt, aber das Vardenafil und das Avanafil viel schneller einsetzt. Nun ist das meist bezogen auf die Nüchterneinnahme, denn die Medikamente können auch eine Wirkungsverzögerung haben, dadurch, dass sie mit Nahrung einnehmen oder mit fettreicher Nahrung. Alle Wirkstoffe außer das Tadalafil in Cialis, die sind von der Nahrung abhängig. Das heißt, da kommt es zu einer Verzögerung der Aufnahme. Alleinig das Tadalafil, das wird durch Nahrungsaufnahme nicht beeinflusst, denn bei den anderen Wirkstoffen kann besonders die fettreiche Nahrung das Wirkmaximum etwas verzögern. Beim Sildenafil geht es um normales Essen, gar nicht fettreiche Speise, und das kann das Wirkmaximum um 1 Stunde verzögern und kann auch dazu führen, dass die gesamte Wirkstoffmenge gar nicht so gut im Blut ankommt, sondern über die Zeit gesehen um 30% verringert ist. Beim Vardenafil in Levitra, da kommt es nur darauf an, wenn Sie sehr, sehr fettige Speisen essen, dann kann es stark verzögert werden. Wenn Sie nur leicht fettige Speisen essen, dann wird es nicht so verzögert. Und wenn Sie ohnehin die Schmelztabletten einnehmen, dann werden die über die Mundschleimhaut aufgenommen und da hat die Nahrungsaufnahme ohnehin, macht da keinen Unterschied, außer wenn Sie diese Schmelztabletten mit Wasser einnehmen würden. Das sollten Sie ohnehin nicht, die sollten sowieso nur im Mund zergehen. Und beim Avanafil ist es genauso, da verzögert die Einnahme mit dem Essen den Wirkungseintritt genauso. Jetzt hoffe ich, dass Sie durch das Video so ein wenig mehr Bescheid wissen. Gehen Sie natürlich auch mit Ihrem Arzt da ins Gespräch, weil die Wirkstoffe ohnehin verschreibungspflichtig sind. Der Grund dafür ist, dass man die Wirkstoffe bei bestimmten Erkrankungen nicht anwenden darf und man auch immer so ein wenig mal hinschauen sollte, denn wenn man erektile Dysfunktion hat, dann kann das immer schon ein Vorbote sein für bestimmte Gefäßerkrankungen. Das heißt, wenn das bei Ihnen auftaucht, lassen Sie das einmal besser abklären, denn wenn man hier recht früh Veränderungen sieht, kann man auch noch gut dagegen wirken. Und wenn Sie nun Näheres, zum Beispiel zum Wirkstoff Sildenafil erfahren möchten, lege ich Ihnen mein Video Sildenafil Basic hier oben einmal mit rein und unten in die Infobox. Da erzähle ich Ihnen nochmal ganz viel dazu, was es für Nebenwirkungen geben kann, worauf Sie achten sollten, wie Sie es am besten einnehmen. Und ansonsten hoffe ich nun, dass Ihnen das Video ein wenig Klarheit gegeben hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Damit unterstützen Sie mich sehr. Vielen Dank dafür. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund werden oder gesund bleiben. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.